Viele Menschen denken heute bei Vinylboden immer noch an ungesunde Chemie, an giftige Weichmacher oder auch einfach nur an schlechte Raumluft. Aber Wohngesundheit und Vinylboden passen heutzutage sehr gut zusammen. Ich zeige dir, was einen richtigen Vinylboden ausmacht. Ja, entscheidend für solch einen Vinylboden sind einmal die Zertifizierung, sowas wie Floor Score oder Green Guard Zertifizierung zum Beispiel, aber auch die Emissionswerte, die ein Boden abgibt. Also wie viel dünstet er aus? Die Floor Score und Green Guard Zertifizierung testen den Boden intensiv in einem Labor, sodass ihr am Ende sicher sein könnt, dass das, was da rauskommt, nicht giftig für euren Körper ist, dass er wohngesund ist, dieser Boden. Die bewerten den Boden quasi. Und deswegen ist für euch der erste Schritt eigentlich ins Datenblatt. Schaut ins Datenblatt von dem Boden und guckt nach Floor Score oder Green Guard Zertifizierung. Wenn ihr diese beiden oder eins von diesen beiden dort findet, dann ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ja, die angesprochenen Emissionswerte, da möchte ich einmal darauf hinweisen, verwechselt das nicht mit Geruch. Also ein Vinylboden, ganz zu Anfang in der Herstellung, hat halt auch einen gewissen Eigengeruch. Der ist manchmal da, der verfliegt aber mit der Zeit. Bei den Emissionswerten, die im Labor getestet werden, da meint man wirklich die Stoffe, die aus dem Boden ausdünsten und am Ende auch schädlich sein können für den Körper. Das muss man unterscheiden. Also riechen, sage ich mal, darf er schon, aber die giftigen Gase und so weiter, das darf natürlich dann da nicht drin sein. Ihr kennt das wahrscheinlich auch aus der Schule, erinnere ich mich so ein bisschen dran, wenn man irgendwo in einer Reihe saß, auf einmal denkt man, boah, was ist das denn? Das riecht voll nach Mandarine. Und dann guckt man nach hinten und ganz hinten ist so ein Typ, der gerade eine Mandarine da pult. Das ist genau das Gleiche. Dieser Geruch ist sehr intensiv, kann manchmal sehr intensiv sein von dieser Mandarine. Aber er ist halt nicht giftig für den Körper. Genauso ist es auch bei dem Vinylboden zum Beispiel. Er kann manchmal wirklich riechen zu Anfang, aber das verfliegt und dann ist auch okay. Aber diese Gerüche sind dann nicht mehr schädlich. Ja, der zweite Blick für euch ist der Blick ins Datenblatt mal wieder, aber diesmal auf die TVOC-Werte. Das sind diese Emissionswerte, wo der Boden geprüft wird. Er wird für 28 Tage im Labor in einen luftdichten Raum eingeschlossen. Und nach diesen 28 Tagen misst man jetzt diese Raumluft auf chemische Ausdünstung. Und dieser Wert, der dabei rauskommt, der sollte 300 Mikrogramm nicht übersteigen. Alles bis 300 Mikrogramm ist gesundheitlich vollkommen unbedenklich, völlig unschädlich, gar kein Problem. Bei unserer neuesten Lys und Land Woodline zum Beispiel, da habt ihr diese ganzen Sicherheiten. Wenn ihr da ins Datenblatt schaut, da habt ihr die Floor Score Zertifizierung, ihr habt die Green Guard Zertifizierung und das Interessante ist, bei den TVOC-Werten, also diese Emissionswerte, was der Boden ausdünstet, liegt ihr bei 10 Mikrogramm. Das ist praktisch gar nichts. Das ist schon fast saubere Luft, würde ich sagen. Um sich das vielleicht ein bisschen bildlich vorzustellen, ich wollte euch mal was zeigen. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, hier zum Beispiel habe ich 1 Gramm an Salz. Wenn ich jetzt diese Menge durch 1000 teile, ich schiebe das hier mal alles so ein bisschen beiseite noch, dann bleibt vielleicht noch hier dieser eine kleine Salzkorn über, wenn es überhaupt nur auch dieser eine ist, wahrscheinlich sogar noch weniger. Und wenn ich diesen einen Salzkorn nochmal wieder durch 1000 teile, dann bin ich bei 1 Mikrogramm. Und so wie bei unserer Woodline zum Beispiel, besitzt sie 10 Mikrogramm an chemischen Stoffen, die man noch gemessen hat. Das ist quasi fast gar nichts. Hier kommen kaum noch irgendwelche chemischen Ausdünstungen raus, die zu Hautreizung führen können oder zu juckende Augen oder Husten oder irgendwelche Allergien, weil da ja kaum noch was rauskommt halt. Ne? Von daher achtet dabei bei euch drauf, wenn ihr nach einem wohngesunden Vinyl sucht, guckt im Datenblatt, guckt nach Floor Score, guckt nach Green Guard und schaut euch die TVOC-Werte an, dass die auf jeden Fall unter 300 sein sollten. Aber zum Beispiel wie unserer Lys und Land Woodline, 10 Mikrogramm, das ist super. Deswegen grundsätzlich Wohngesundheit und Vinyl passen durchaus zusammen, wenn man sich da auch für den richtigen Boden entscheidet und so ein bisschen darauf achtet, ob die Zertifikate da sind und ob die Werte eingehalten werden. Ich hoffe, dass ich dir das Thema Wohngesundheit und Vinyl ein bisschen näher bringen konnte und dass du auch bei deiner zukünftigen Auswahl jetzt weißt, worauf du achten musst, damit du dir einen wohngesunden Vinylboden aussuchen kannst.
Guck gerne mal auch mal bei uns im Shop, bestell dir kostenlose Muster, guck vielleicht direkt unsere Woodline an, Lys und Land Woodline. Falls dich das interessiert, schau gerne nach, bestell dir Muster und dann setz dein Projekt um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Immer schön gesund bleiben.